1-1. Hallo an alle Seiten. Liebe Freunde und Bekannte oder Gäste. Vor allem wünsche ich euch allen einen wunderschönen sonnigen Tag. Als wir buddhistische Mahavihara e.V. in Schneewerdingen haben wir unsere Vesak-Feier in dieses Wochenende schon geplant und leider wegen der Corona-Krise mussten wir unsere Veranstaltung leider untersagen. Aber als eine alternative Möglichkeit haben wir gedacht, als buddhistische Mönche des Vihara, gestern und heute, dieses Wochenende, eine kleine Rezitation durchführen und an euch allen von Buddha, Dhamma und Sangha segnen. In diesem Sinne freue ich mich sehr und heute auch mit euch hierüber digital verbinden könnte. Wegen der Corona-Pandemie leiden momentan so viele Menschen durch die ganze Welt, aber auch nur körperlich von Virus, sondern auch von Angst, Stress und so weiter mit mehreren geistigen oder seelischen Problemen. In dem Fall denken wir an alle Menschen, alle Wesen in der Welt und segnen heute von Buddha, Dhamma und Sangha. Damit wünschen wir alle gute Gesundheit und Freiheit von allen Leidenschaften, natürlich auch Freude und Glück. Die ganze Welt momentan befindet sich in der Zeit in Panik oder unruhig vor der Corona-Pandemie. Viele Menschen oder viele Patienten mit Covid-19 erholen sich nach einer Zeit in Unwohlseins und der Quarantäne wieder, aber in schweren Fällen erliegen auch einige der Krankheit. Was können wir zu tun, um sich und durch diese Krankheit oder diese Krisenzeit hindurchzukommen? Das ist eine Frage, der wir mit Dringlichkeit auf den Grund gehen sollten. Corona-Pandemie. Corona zeigt uns natürlich ganz ehrlich und unverblümt unsere Ohnmacht und all das Leiden mit Samsara, all das Leiden in Samsara. Krankheit, Tod, Angst und Sorgen. Vielleicht denken jetzt doch einige Menschen über das wirklich Wesentliche nach. Vielleicht
erinnert man sich an spirituelle Praxis und übt sie sogar aus. Liebe Freunde, Buddhismus lehrt uns, dass Krankheit aus Karma resultiert und Karma wird von unserem Geist produziert. Um zu vermeiden, dass wir von dem Virus infiziert werden, ist es, abgesehen von den allgemein empfohlenen Maßnahmen, wie zum Beispiel Sozialdistancing, Hände waschen, unsere Umgebung sauber halten und die Luft zirkulieren lassen, mindestens ebenso wichtig, achtsam auf unserem Geist zu sein und in Bewusstheit zu verweilen. Wir sollten unseren Geist freihalten von Giften wie Gier, Ärger, Unwissenheit und negativen Gedanken und so weiter. So können wir Krankheiten vermeiden. Wir alle sind der Katastrophe des Virus gemeinsam ausgesetzt. Um uns zu schützen und vorzubeugen, müssen wir bei unserem Geist beginnen. Wenn wir uns alle mit Freundlichkeit und Mitgefühl begegnen, entwickeln wir ein starkes Immunsystem in unserem Körper oder in unserem Geist. Das ist die beste Strategie, uns zu schützen und die Krankheit fernzuhalten. Liebe Freunde, liebe Bekannte, kontempliere das Leiden von anderen Wesen und entwickle daraufhin Liebe, Mitgefühl, Mitfreude oder Gleichmut. Zum Beispiel, wie gesagt im Buddhismus, die Brahma-Viharas. Wenn wir alle diese Menschen auf der Welt sehen, die jetzt völlig verängstigt sind, entfällt das in uns bedingungslos Mitgefühl und das Verständnis von Einssein mit allen Wesen. Wir kennen die Verdienste unserer Praxis, zum Beispiel wie Morgen- und Abendmeditations- und Rezitations- oder Meditations, sowie unsere guten Taten dem Weltfrieden widmen und wünschen, dass alle Wesen frei von Krankheit sein mögen. Wenn wir alle diese Hoffnung und guten Wünsche hegen, wird unser Geist in rechter Achtsamkeit, Ruhe und Mitgefühl verweilen. Er ist frei von Ablenkungen und Verzehrungen, und wenn unser Geist so frei von Krankheiten ist, dann wird auch die äußere Welt frei von Krankheiten sein. Wenn unser Geist rein ist, dann wird die äußere Welt zu einem reinen Land. In dem Moment, wo wir das erkennen, sind wir nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge mit der Welt der Pandemie oder Epidemie.
lassen wir uns einfach unsere Gedanken transformieren und so Krankheit und so Klarheit und Reinheit in die Welt zu bringen. In innerem Frieden, ohne emotionale Beschwerden zu leben und uns von unserem Festhalten an einem Selbst zu löschen, ist der buddhistischen Heilkunde zufolge des alternativen Mittels für geistige und ebenso auch für körperliche Gesundheit. Deswegen Buddha hat einmal gelehrt, Arogya Paramalabha Santuti Paramandhanam Visasa Paramanyati Nibbhanam Paramansukam. Glück und Gesundheit. Gesundheit ist das größte Geschenk. Zufriedenheit ist das größte Reichtum. Die Zuversicht oder Trauer ist der beste Schatz oder Freund oder Verhältnis. Der Nirvana ist der allerhöchste Glück. Sie und wir alle sind auf der Erde, nicht um krank zu werden oder unglücklich zu werden. Glück ist allein der innere Friede. Lernen wir ihn zu finden. Wir können es. Wir schaffen das. Überwinden wir selbst und wir werden die Welt dann letztendlich überwinden. Mögen Sie alle gesund sein, mögen Sie alle glücklich sein. Liebe Freunde und Bekannte, und heute auch möchten wir in diesem Sinne zu unserem Mitgefühl, unsere Liebe, unsere Mitgefühl zu entwickeln, mit Freude und auch Gleichmut zu entwickeln. Wir wollen heute auch kleine Rezitations durchführen, ein paar Suttas von den Buddha-Lehre rezitieren, damit zu wünschen und segnen an euch alle, die alle Leute, nicht nur an euch, ganz besonderes, die erkrankten Menschen der Welt oder Leidenden oder Trauernden. Wir denken an alle, nicht nur die erkrankten Leute, sondern auch die Sanitäter, Ärzte oder Pflegepersonal oder so weiter, die Menschen, alle Mitarbeiter, diejenigen, die in dem Gesundheitssystem gearbeitet wird. Wir denken an alle, wir wünschen an alle gute Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Dafür müssen wir heute auch kleine Rezitations, wie gesagt, die Rathana Sutta Rezitations machen. Ich habe das gestern erklärt, dass Rathana Sutra ist eine Schutzmeditations, die eine Lehre, das Buddha gelehrt hat in Visala wegen einer Pestpandemie zu heilen werden. In diesem Sinne möchten wir heute auch diese Rathana Sutta rezitieren.
Ich bitte an euch, unsere alle Bekannte, alle Freunde, mit uns verbinden und denken an sich selbst, an euch selbst und dann nachdenken an eure Familie, eure Kinder, eure Eltern, eure Bekannte, eure Freunde, Nachbar, Nachbarinnen, Bürger, Bürgerinnen und diejenigen, die Leute, die erkrankten Leute, die leidende Patienten von Corona und auch an diejenigen, die Leute, die in dem Gesundheitssystem arbeiten. Und wir wünschen, wir mitteilen unsere Gefühle, unsere Mitgefühl, unsere Liebe und unsere Gleichmut. Damit segnen wir an alle. Damit wünschen wir alle. Und davor, ich bitte euch, ich bitte Ihnen, die alle unsere Bekannte mit uns zu verbinden und diese Rezitation durchzuführen. Sadhu, Sadhu, Sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vidyacharana sampanno sugato lokavidu. Anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanang buddho bhagavati. Sakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko. Ehi passiko opanaiko paccattang veti tabbo viññoyiti. Supatipanno bhagavato sāvaka sangho. Ujupatipanno bhagavato sāvaka sangho. Nyāya patipanno bhagavato sāvaka sangho. Sāmīti patipanno bhagavato sāvaka sangho. Yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sāvaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaneyo. Anuttarang punyaketang lokassati. Yanida bhutani samagatani bummani vayani antalikye. Sabbeva bhuta sumana bhavantu atopi sakkacca sunantu bhasitang. Tasmahi bhutani sameta sabbhe mettang karota manusiya padaya. Divāta ratto
ca haranti balin tasmahi nirakkata appamatta yang kinci bintang hidwa urangwa sangge suayang ratanang panitang nano samang atti tatagatena idampi buddhe ratanang panitang etena sancena suwantiyotu kayang viragang amakang panitang yadajjaga sakya muni samahito natena dhammena samanti kinci idampi samme ratanang panitang etena sancena suwattiyotu yam buddha setto parivannaye sucing samadhimanang tarikanyamahu samadhinatena samona viccati idampi dhamme ratanang panitang etena sancena suwantiyotu ye puggala atta satang pasatta cattari etani yugani honti te dakkineya sugatassa savaka ete sudinnani mahapbalani idampi sangge ratanang panitang etena saccena suwantiyotu ye suppayutta manasa dallena nikkamino gotama sasanamhi te pattipatta amatang vigayya lambda muda nimbuting punyamana idampi sangge ratanang panitang etena saccena suwantiyotu yatinda kino patavin sitosiya චතුම්විවාසේ වියසම්පකම්පියෝ තතුපමං සම්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සත්‍යානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං etena saccena suwantiyotu ye ariya saccani vibhavayanti gambhira panyena sudesitani kincapi te honti kusampamatta nati bhavang attamang adiyanti idampi sangge ratanang panitang etena saccena suwantiyotu sahavassa dassana sampadaya tayassu dhamma jahita bhavanti sakkaya ditti vicikiccitam ca sīlabbataṃ vāpi atanti kiñci catu apaye ca vippamutto cacavitanani abambogatum
ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු කිංචාපි සෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අබබ්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බතාදිච්ච පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනප්ප ගුම්බේ යථා පුස්සිතංගේ ගිම්හාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්හේ තතුපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඊතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝ අරඤ්ඤෝ වරදෝ අරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්දේ රතනං පනීතං ඊතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු හීනං පුරාණං නවං නක්ති සම්භවං විරන්ද චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් තේකීන බීජා අබිරුල්ය ඡන්දා නිම්හන්ති දීරායතායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලින්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලින්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලින්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාමි සුවත්ති හෝතු සබ්බීතියෝ විවච්ඡන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ
Sanghanubhavena sada sotti bhavantu te. Liebe Freunde, liebe Bekannte, wir machen jetzt ganz paar Minuten kleine Meditation. Wir richten wieder unsere Aufmerksamkeit auf uns, jeder an sich selbst, und nicht nur an sich selbst, danach unsere Freunde, Bekannte, Familie, Eltern, Kinder und so weiter. Und nicht nur unsere Leute, sondern auch an alle Leute, alle Menschen, diejenigen, die leiden von Corona-Pandemie. Und auch natürlich an alle Mitarbeiter, diejenigen, die arbeiten im Gesundheitssystem, zum Beispiel in Krankenhäusern und so weiter, der Ärzte, Krankenpfleger und so weiter. Und wir sind sehr dankbar an diese Leute für diese Arbeit in diese schwierigen Zeiten und denken ja danach und nach und dann wünschen wir an alle und verbreiten wir unsere Liebe, Mitgefühl und so weiter. Jeder denken an sich selbst und wünschen, meditieren und denken an, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, möge ich frei sein von allen Leidenschaften, möge ich sicher sein, möge ich mich und anderen schützen, möge ich innerlich klar sein und frei sein von Angst und auch keine Gefahr treffen. Möge ich weise handeln und andere unterstützen. Möge ich Frieden und Harmonie leben. Und richten wir unsere Aufmerksamkeit an anderen, diejenigen in der Nähe wohnen, zum Beispiel Bekannte und Freunde oder Nachbarn, Nachbarinnen, und diejenigen, die fern wohnen, alle Menschen in der Welt, ganz besonders die Corona-infizierte Patienten und wünschen, mögen sie alle glücklich sein. Mögen sie alle gesund sein.
frei sein von allen Leidenschaften. Mögen Sie alle Menschen sicher sein. Mögen alle Menschen innerlich klar sein und frei sein von Angst und auch Leidenschaften, auch keine Gefahr treffen. Mögen Sie alle Menschen weises Handeln und anderen unterstützen. Mögen alle Menschen in Frieden und Harmonie leben. Nicht nur natürlich die Menschen, sondern auch alle Wesen. Mögen Sie alle Wesen glücklich sein, gesund sein, sicher sein. Mögen die alle Wesen frei sein von allen Leidenschaften. Mögen die alle Wesen innerlich klar sein und frei sein von allen Angst und auch keine Gefahr treffen. Mögen die alle Wesen gesund sein. Mögen die alle Menschen glücklich sein. Mögen die alle Menschen, die Corona infizierten, mögen die alle schneller wie möglich gesund sein. Mögen alle Wesen glücklich sein. Glücklich sein. Mögen alle Wesen glücklich sein. Wir richten unsere Aufmerksamkeit an alle Menschen, an alle Wesen der Welt. Mögen die alle Wesen glücklich sein, gesund sein, frei sein von Leiden, keine Gefahr treffen, innere Friede finden. Mögen die alle Wesen glücklich sein. Liebe Freunde und Bekannte, als buddhistische Mönche des buddhistischen Mahavihara in Schneewerdingen wollten wir natürlich in diesen 2 Tagen, dieses Wochenende mit euch verbinden, unsere Gedanken zu mitteilen, unsere Liebe, unsere Freude, unser Mitgefühl zu mitteilen
Deutsch zusammen und euch alle zu wünschen gute Gesundheit, großes Glück und Zufriedenheit zu wünschen. Das war das unsere Ziel mit dieser Zeremonie in den zweiten Tag, in den 2 Tagen. In diesem Sinne, wir bedanken euch an alle für eure Mühe, eure Zeit, das mit uns verbinden könnten. Und der Name von unserer Leiter des Vihara, der Abt des Vihara, unserer Meister Bhante Rathana. Wir bedanken euch allen und für eure Unterstützung, eure Hilfe, eure Mühe an das Vihara. Und wir bitten euch natürlich die Hauptpunkt, diese Corona-Zeit. Wir haben viel Zeit, manche haben viel Zeit, die Buddhismus praktizieren können, meditieren können und eure Liebe, eure Mitgefühl zu mitteilen, verbreiten können und natürlich denken an alle, an die Regeln, die alle Maßnahmen, diejenigen, die Corona-Epidemie nicht verbreiten können und eure spirituelle Welt zu entwickeln, dazu die Buddhismus oder Meditations oder eure Liebe oder eure Mitgefühl zu entwickeln und verbreiten oder mitteilen. Und natürlich dafür wünschen wir euch alle nochmal am Ende alles Gute und Glück und Gesundheit. Wir segnen an euch von Buddha, Dhamma und Sangha. Mögen euch alle glücklich zu werden, gesund bleiben und zufrieden zu werden. Ich bedanke mich nochmal, wir bedanken uns nochmal an euch für eure Zeit, eure Mühe und eure Unterstützung zu dieser Restauration zu teilnehmen. Vielen Dank.